8,9 Kilo, 14.000 € und eine Ausstattung, mit der man sogar in Monaco auffällt. Scott geht bei der Präsentation des neuen Scale RCs wirklich in allen Bereichen all in. Aber reicht es, um das eigentlich verlorene Rennen zwischen Racefully und Race Hardtail neu zu entfachen? Oder ist das Bike hier vor mir einfach eines der exklusivsten Bikes für die letzten Hardtail Hardliner auf dem Planeten? Okay, der Einstieg war polarisierend, aber im Prinzip ist es so. Fullys sind mit ihrem Dämpfer im Heck nicht nur komfortabler, sondern machen auch in der Abfahrt mehr Spaß und sind sogar effizienter. Das beweisen nicht nur Studien, sondern auch der Cross Country World Cup. 2022 wurde nämlich jedes Cross Country World Cup Rennen auf einem Fully gewonnen. Und obwohl Hardtails auf dieser Faktenebene völlig chancenlos gegen Fullys sind, werden sie auch 2023 wieder Hunderttausende von Menschen begeistern. Warum? Die Kombination aus puristischem Design und super geringem Gewicht kann Menschen auf einer emotionalen Ebene packen. Und wer von vornherein sagt, dass das Rennen zwischen Fully und Hardtail verloren ist, der glaube ich hat noch nie erlebt, wie es sich anfühlt, mit so einem Bike unter 9 Kilo über die Trails zu düsen. Die Erfolge vom alten Scale sind schwer zu toppen. Nach seiner Präsentation 2017 war es nämlich eines der letzten Hardtails, auf denen noch Mountainbike-Weltcups gewonnen worden sind. Stellt sich also die Frage, was kann der Nachfolger? Wir haben den Rahmen mit knapp über 900 Gramm gewogen. Das Gewicht alleine muss man jetzt natürlich mal einordnen. Bisher hatte Specialized immer einen der leichtesten Rahmen mit dem Epic und der wiegt knapp unter 900 Gramm. Beim neuen Cervelo ZHT5, das im Netz zuletzt für Furore gesorgt hat, wiegt der Rahmen knapp über 1000 Gramm. Simplon setzt mit seinem neuen Razorblade beim Rahmengewicht momentan die Benchmark. Inklusive Steckachse und Schaltauge wiegt der Rahmen nämlich nur 870 Gramm. Mondraker hat angekündigt, mit seinem Podium sogar unter 800 Gramm zu kommen, was ein absoluter Wahnsinnswert wäre. Allerdings habe ich im Netz und nirgendwo anders jemanden gefunden, der mir dieses Rahmengewicht auch bestätigen könnte. Möglich wird das geringe Rahmengewicht unter anderem auch durch die neue Zugverlegung. Beim Vorgänger war hier im Unterrohrbereich nämlich ein Loch, wo die Züge nach außen getreten sind. Um das Loch in diesem hochbelasteten Teil des Bikes zu realisieren, war deutlich mehr Material nötig. Mit der neuen Führung der Züge durch den Steuersatz wird also nicht nur die Optik super aufgeräumt, sondern es kommt auch ein konstruktiver Vorteil zum Tragen. Durch das Wegfallen der Löcher im Steuerrohrbereich können ca. 60 Gramm Material eingespart werden, die man an anderer Stelle für eine steifere Konstruktion verwenden kann. Und weil ich jetzt schon die meisten Hobbyschrauber vor dem Bildschirm mit den Augen rollen sehe, muss ich noch einen Satz zur Wartung verlieren. Ja, man muss die Bremsleitung jetzt durch den Steuersatz durchverlegen. Aber ich finde, das geht deutlich leichter als zuvor, weil die Öffnung deutlich größer ist. Die Zeiten, wo man mit so gebogenen Speichen durch klitzekleine Löcher nach Leitungen gefischt hat, sind tatsächlich vorbei. Die nächste Stelle, die von immer mehr Bikern kritisch begutachtet wird, ist das Tretlager. Viele machen ein geschraubtes BSA-Tretlager mittlerweile zum Kaufkriterium, weil die Wartung damit deutlich leichter geht. Generell stimme ich der Sache zu, aber bei einem Bike wie dem Scott Scale RC, wo es um absoluten Leichtbau geht, muss ich sagen, hat ein Pressfit-Tretlager immer noch seine Berechtigung. Warum ist es so? Das Gewinde des BSA-Tretlagers braucht eine Aluminiumhülse. Und die Aluminiumhülse bringt nicht nur Gewicht, sondern langfristig auch das Risiko der Geräuschentwicklung mit sich. Das Wechseln des Pressfit-Tretlagers hier am Scale ist mit diesen Werkzeugen hier sicherlich etwas martialisch. Aber der Pressfit-Standard unterstreicht, dass Scott den Scale RC-Rahmen konsequent in Richtung Leichtbau ausgerichtet hat. Auch auf die Metalleinsätze bei den Flaschenhaltergewinden wurde verzichtet. Beim neuen Scale RC werden die Flaschenhaltergewinde je nach Bedarf eingeklippt. Ansonsten ist bei dem Rahmen das SRAM UDH-Schaltauge zu erwähnen. Damit ist das Bike ready für die nächste Generation von Direct-Mount-Schaltwerken, welche bereits im World Cup gesichtet wurden. Rein optisch passen die wuchtigen Steuerrohrpartie und das Oberrohr voll in die Corporate Identity von Scott. Vor allem die Modelle mit elektronischer Schaltung überzeugen durch eine super cleane Optik. Die Bremsleitungen verschwinden nämlich aus der Fahrerposition vollständig unter dem Lenker. Ein echter Augenschmaus. Der Lenkwinkel lässt sich durch den Steuersatz um 0,6 Grad verstellen. Der Rahmen gibt natürlich auch die Geometrie des Bikes und damit sein Fahrverhalten vor. Die Sitzposition fällt, wie sich's für ein Racebike gehört, super sportlich aus. Wer komfortabel aufrecht sitzen will,
wird hier nicht glücklich. Apropos Komfort, im Sattelrohr steckt eine dicke Sattelstütze. Viele Hersteller gehen ja bei Racebikes auf dünnere 27-2er Sattelstützen, die etwas mehr Flex und damit Sitzkomfort bieten. Damit ist aber auch die Möglichkeit, viele der gängigsten Teleskopstützen nachzurüsten, hinüber. Scott will seinen Kunden die Option erhalten und verzichtet auf ein paar Millimeter Flex an der Stütze. Ich finde, mit dem wirklich voluminösen 2.4er Hinterreifen im Heck bietet das Gel genug Komfort. Bevor da irgendetwas an der Sattelstütze zum Flexen anfängt, hat der Reifen ohnehin schon einen Großteil der Arbeit übernommen. Und die Option, alle gängigen Teleskopstützen verbauen zu können, ist schon geil. Wenn ihr da anderer Meinung seid, lasst mich das gern in den Kommentaren unten wissen. Der leichtfüßige Antritt von dem Bike fühlt sich tatsächlich herrlich an. Es fühlt sich eigentlich immer ein bisschen so an, als hätte man gerade Topform, obwohl das Mitte Dezember mit Sicherheit nicht der Fall ist. Das Handling fällt ausgewogen aus und gelingt damit wirklich intuitiv. Im Gegensatz zum Spark Fully behält das Scale seine 100 mm Federweg an der Gabel. Es folgt damit nicht der abfahrtsorientierten Ausrichtung, die auch durch das aktuelle Cannondale Scalpel HT mit 110 mm Federweg an der Gabel vorgegeben wird. Erfahrene Piloten kommen damit aber problemlos zurecht, auch weil die Geometrie etwas moderner geworden ist. Das Tretlager wurde abgesenkt und der Lenkwinkel wurde abgeflacht. Das erhöht die Sicherheit auf dem Trail deutlich. Neben der Geo beeinflusst natürlich auch die Ausstattung das Fahrverhalten extrem. Und hier bewegt sich Scott mit seinem Topmodell tatsächlich im Manufakturbereich. Die Synchros-Laufräder muss man sich im Detail ansehen. Wenn man normalerweise von Carbon-Laufrädern spricht, dann meint man Carbon-Felgen, die mit Stahlspeichen und Alunarben zum Laufrad verwoben worden sind. Synchros verwendet den Werkstoff Carbon konsequenter als alle anderen Hersteller und fertigt ein Carbon-Monocoque-Produkt aus Speichen, Narben und Felgen. Das Ergebnis: super leichte, super exklusive Laufräder für den Renneinsatz. So schick wie die Laufräder sind, bringen sie leider aber auch einen Kritikpunkt mit sich. Man kann sie nämlich nicht zentrieren. Die Trickstaff Piccola Bremse hat alleine das Zeug, ein ganzes Video zu füllen. Ich breche das an dieser Stelle aber mal runter. Die Piccola ist die leichteste Bremse am Markt und hat aber dennoch mehr Power als eine handelsübliche Shimano XT Zweikolbenanlage. Ergonomie und Optik sind auf einem komplett eigenen Niveau. Und in puncto Nachhaltigkeit ist die Firma Trickstaff ein Branchenprimus. Die 32er Stepcast-Gabel von Fox gehört nicht zu den steifsten Gabeln auf dem Markt, funktioniert aber wirklich sehr gut. Außerdem kommt das Bike serienmäßig mit elektronischen Luftdruckprüfern an den Laufrädern und einem Powermeter von Quarq. Ein weiteres nettes Detail: der Hebel der Steckachse kann, wenn man ihn rauszieht, als Minitool verwendet werden. Der hat nämlich eine 25er Torx-Schlüsselfläche, eine 5er und eine 6er Imbus-Schlüsselfläche. Ihr habt das bei den Fahraufnahmen sicherlich gemerkt. Ich selber bin auch ein Hardtail-Hardliner. Und deshalb sage ich, das Rennen zwischen Race Fully und Race Hardtail war niemals verloren. Ein Bike, das so konsequent auf Leichtbau ausgerichtet wurde und dennoch so viel Spaß auf dem Trail macht, hat definitiv seine Berechtigung am Markt. Die erstklassige Optik, das durchdachte Rahmenkonzept, die dicken 2.4er Reifen, die Option auf eine Teleskopstütze und die gute Geometrie beweisen, die Jungs von Scott wissen, was sie tun. Alle, die da meiner Meinung sind, haben jetzt natürlich ein Problem. Wie kann man 14 Riesen für das Bike hier vor mir zusammenkratzen? Das Bike hier ist ein Prestigemodell. Scott hat aber natürlich auch deutlich günstigere Modelle in seiner Modellpalette. Auf biken-test.com haben wir alle Modelle analysiert. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, abonniert am besten den Kanal. Denn wir zeigen euch ab jetzt in regelmäßigen Abständen die heißesten Bikes auf dem Markt.